Dankeschön, vielen lieben Dank für den Empfang. Wer von euch ist denn schon als Online-Marketing-Berater tätig und hat schon mal eine Kampagne für einen Kunden umgesetzt? Okay, und hat das jemand von euch auch schon mal mit Offline-Marketing verknüpft? André, sehr gut. Und gibt es hier im Raum Leute, die sagen, komm, Offline-Marketing ist irgendwo aus dem letzten Jahrtausend, braucht heute kein Mensch mehr? Niemand, sehr gut. Dann seid ihr ja jetzt bereit für das Thema. Ich möchte euch heute zeigen, wie wir es geschafft haben für einen Kunden, nämlich für die Stadtwerke Rüsselsheim, in einem Jahr die Neukundengewinnung mehr als zu verdoppeln, sodass sie ihr Wachstum quasi mehr als verdoppelt haben. Und bevor ich euch ganz genau zeige, wie wir das alles gemacht haben, möchte ich euch noch kurz erzählen, wie ich selbst zum Consultant geworden bin. Dazu müssen wir eine kleine Zeitreise machen, und zwar zurück in meine Kindheit. In meiner Kindheit, da gab es einen Ort, den habe ich über alles geliebt, und das war ein Spielzeugladen. Und dieser Spielzeugladen hat witzigerweise auch dem Vater von meinem bis heute besten Freund gehört. Wer hat als Kind auch Spielzeugläden geliebt? Ja, und dann, als ich etwas älter war, als Jugendlicher war, da kam dann etwas, was mich sehr schockiert hat, denn dann hat dieser Spielzeugladen auf einmal geschlossen. Und der Besitzer des Spielzeugladens, der hat gesagt, ich schließe meinen Laden, weil es sich einfach nicht mehr rentiert. Denn die Leute kommen zwar in meinen Laden, lassen sich auch beraten, aber dann bestellen sie die Waren im Internet. Ich habe viel Zeit damit verwendet, die Leute zu beraten, aber am Ende verdienen andere das Geld. Und er war da sehr resigniert, und gleichzeitig haben auch andere altehrwürdige, traditionelle Fachgeschäfte geschlossen, weil sie gesagt haben, das Internet ist für uns eine zu starke Konkurrenz. Und ich habe mir damals gedacht, es ist doch schade, dass solche traditionellen Unternehmen, die viel Gutes für die Menschen tun, die das Leben von vielen Menschen verbessert haben, dass solche Unternehmen, solche Geschäfte zumachen müssen, weil sie das Internet als Gefahr sehen. Es muss doch auch möglich sein, dass solche Geschäfte das Internet als Chance sehen, als Chance zum Wachstum, stärker zu wachsen als jemals zuvor. Und so bin ich das erste Mal auf die Idee gekommen, Online-Marketing, also solchen Unternehmen, zu helfen. Aber ich habe dann erstmal einen ganz anderen Berufsweg eingeschlagen. Ich habe nämlich Journalismus studiert und habe dann als Sportjournalist gearbeitet, war unter anderem beim ZDF. Hier seht ihr einen Beitrag, den ich gemacht habe für das ZDF-Mittagsmagazin. Und es war ein sehr cooler Job. Also wer Sportfan ist von euch, kann sich das sicher vorstellen, dass es Spaß macht, als Sportjournalist zu arbeiten. Aber es gab da trotzdem einen Knackpunkt. Und zwar habe ich damals mit Anfang 20 gedacht, super Job, aber ich habe auch schon mal in die Zukunft geschaut. Und als Sportjournalist, ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, fast jedes Wochenende arbeitet man. Und ich habe mir gesagt, okay, ich möchte aber auch irgendwann eine Familie haben, Kinder haben. Und es wäre doch schade, wenn ich meine Kinder gar nicht aufwachsen sehe, weil ich jedes Wochenende am Arbeiten bin. Und wenn die Kinder zu Hause sind, bin ich nicht da. Das hat mich so sehr beschäftigt, dass ich gesagt habe, okay, ich hatte doch damals diesen Traum vom Online-Marketing. Ich will jetzt von der Pike auf Online-Marketing lernen, habe mir damals einen Mentor gesucht, der mir ein Jahr lang alles beigebracht hat, habe sehr viel im Selbststudium gelernt und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich möchte jetzt den Wechsel wagen, aber um diesen Schritt zu gehen, habe ich zuerst mal ein Praktikum gemacht in der Marketingabteilung von Opel in Rüsselsheim, habe dann natürlich auch viel gelernt über das Marketing. Aber ich habe auch gemerkt, ich will selbstständig sein, ich will mein eigener Chef sein, ich will die Chance haben, zeitliche, geografische und finanzielle Freiheit zu erreichen und habe deswegen gesagt, okay, das Praktikum nehme ich noch mit für mein Know-how, aber ich will meinen eigenen Weg gehen und habe dann parallel mich selbstständig gemacht. Damals hatte ich dann erste kleine Aufträge gewonnen, vor allem von alten Kollegen vom ZDF. Da habe ich was gemacht für einen Moderator, für einen, der Veranstaltungstechnik gemacht hat und da auch die Technik gemacht hat fürs ZDF, aber halt nur so halb angestellt, halb freiberuflich. Und so hatte ich meine ersten kleinen Kunden gewonnen und wollte mich natürlich immer weiterbilden, war deswegen 2016 hier in Sofia und habe die Zertifizierung zum Certified Consultant gemacht. Und war damals Clicktip Deluxe-Kunde und habe nach diesem Event abgegradet auf Clicktip Enterprise. Und wen von euch würde interessieren, wie ich meinen ersten großen Kunden gewonnen habe? Es waren damals die Stadtwerke Rüsselsheim. Hier seht ihr die Zentrale der Stadtwerke Rüsselsheim. Da oben in dem obersten Stockwerk habe ich immer die Meetings mit denen. Die hatte ich damals gewonnen, als ich noch bei Opel im Praktikum war und gerade meine Selbstständigkeit gestartet hatte.
Und da hatte ich jemanden kennengelernt, der mich gefragt hat, was machen Sie denn beruflich? Und ich habe ihm halt gesagt, also ich bin eigentlich Journalist, aber ich möchte zum Online-Marketing wechseln, habe mich gerade selbstständig gemacht, mache die ersten kleinen Projekte für Kunden, will irgendwann den Sprung ganz schaffen. Und der hat gesagt, das ist ja interessant. Ich bin nämlich der Marketingleiter der Stadtwerke Rüsselsheim und wir haben im Moment ein paar Agenturen da, die uns vorstellen, was sie für uns im Online-Marketing machen könnten. Wir suchen da im Moment jemanden. Kommen Sie doch auch mal vorbei und stellen Sie uns vor, was Sie uns empfehlen würden im Online-Marketing. War natürlich einerseits eine Riesenchance, aber andererseits als totaler Grünschnabel dahin zu gehen, wo große renommierte Agenturen ihren Pitch haben. Ich habe mir gedacht, okay, ist eine gute Chance, um zu lernen. Aber das Gute war, dadurch, dass ich mir ja nichts davon erwartet habe, konnte ich da völlig ohne Druck hingehen und habe deswegen Ihnen einfach vorgestellt, was ich machen würde an Ihrer Stelle. Und ein paar Tage später kam dann der Anruf, Sie haben uns überzeugt, wir wollen mit Ihnen zusammenarbeiten. Das war der erste große Kunde. Dankeschön. Und ja, inzwischen sind es ein paar mehr geworden. Und ich habe mir überlegt, ich habe jetzt hier eine Dreiviertelstunde Zeit, um euch die Verknüpfung von Online- und Offline-Marketing beizubringen. Aber es gibt noch so viel mehr, was ihr als Consultants lernen und verstehen und wissen könnt. Denn es ist erfahrungsgemäß so, der Erfolg als Certified Consultant ist wie eine Treppe. Es ist mehr oder weniger ein Plateau. Irgendwann geht es hoch. Wenn ihr zum Beispiel etwas lernt oder versteht, was euch weiterbringt. Wie zum Beispiel, was der André euch vorhin beigebracht hat, Xing-Marketing. Wer versteht und umsetzt, wie man da Kunden gewinnen kann, für den ist es dann in der Regel ein Anstieg des Businesses. Und so gibt es da einige Treppenstufen, die ich für mich identifiziert habe, die mein Business vorangebracht haben. Jetzt möchte ich mit euch in die Kampagne reingehen, die wir gemacht haben zur Verknüpfung von Online- und Offline-Marketing. Dazu muss ich euch ganz kurz was erklären zum Stromsystem in Deutschland. Angenommen, ihr würdet in eine neue Wohnung ziehen und ihr hättet voll vergessen, Strom anzumelden, also irgendeinen Stromversorger zu suchen. Dann würdet ihr trotzdem nicht im Dunkeln sitzen, sondern ihr hättet trotzdem Strom. Und zwar würdet ihr den dann bekommen vom sogenannten Grundversorger. Es gibt für jede Stadt in Deutschland einen Grundversorger und der beliefert alle Leute, die keinen Stromanbieter haben. Und wie wird man Grundversorger als Stromanbieter? Dazu gibt es alle 3 Jahre einen Stichtag. Und an diesem Stichtag, da wird geschaut, wer in der jeweiligen Stadt die meisten Stromkunden hat. Dieser Stromanbieter darf dann für die nächsten 3 Jahre Grundversorger sein und bekommt automatisch alle Menschen als Kunden, die keinen Stromanbieter selbst ausgewählt haben. Und in Rüsselsheim war es so, dass der bisherige Stromanbieter ePrimo war. Und dann war es ungefähr Mai 2017, da hatte ich ein Meeting bei den Stadtwerken Rüsselsheim und wir haben uns überlegt, jetzt in einem Jahr, im Mai 2018, ist wieder der Stichtag, wo vergeben wird, wer für 3 Jahre Grundversorger wird. Und damals war es so, ePrimo hatte deutlich mehr Kunden als die Stadtwerke Rüsselsheim und die Stadtwerke Rüsselsheim haben zwar aufgeholt, aber wenn es so weitergegangen wäre, dann wäre am Stichtag immer noch ePrimo weit vorne gewesen. Wir haben aber gesagt, wir wollen uns trotzdem ein großes Ziel setzen. Wir wollen Grundversorger in Rüsselsheim werden. Es gab da nur eine kleine Herausforderung. Dazu mussten wir mehr als doppelt so viele Kunden gewinnen wie im Jahr davor. Aber wir haben gesagt, okay, wir nehmen die Challenge an. Wir wollen es schaffen, im Mai 2018 Grundversorger in Rüsselsheim zu werden. Und wenn ihr euch so ein Riesenziel setzt, wie zum Beispiel die Anzahl an Neukunden in einem Jahr zu verdoppeln, dann müsst ihr natürlich erstmal einen Schlachtplan entwickeln, wie ihr das Ganze machen wollt. Deshalb haben wir uns zuerst mal die Ausgangssituation angeschaut. Vom Produkt her war es absolut gleich. Strom ist Strom, beide haben Ökostrom angeboten, da gab es überhaupt keinen Unterschied. Aber ein Unterschied war der Preis. Und zwar war es so, dass das Angebot der Stadtwerke Rüsselsheim günstiger war als das Angebot von ePrimo. Wer würde jetzt sagen, okay, ist ja easy, dann machen wir einfach Werbung und sagen, wir sind günstiger als ePrimo. Sehr gut, denn ich behaupte auch, damit hätte das Ganze nicht funktioniert. Was wir dann gemacht haben, war eine viel intensivere Zielgruppenanalyse und da haben wir zum Beispiel auch mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vom Kundenzentrum gesprochen. Diejenigen, die jeden Tag Kontakt mit den Kunden haben und die Anliegen der Kunden beantworten. Und die haben uns erzählt, es gibt was ganz Absurdes. Und zwar kommen jeden Tag Menschen in die Kundenzentren der Stadtwerke Rüsselsheim und sagen dann, ich habe hier eine Rechnung, da ist ein Fehler, können Sie das bitte prüfen?
Und die Kundendienstmitarbeiter, die gucken sich dann die Rechnung an, sagen, ja, da ist tatsächlich ein Fehler drin, wir können Ihnen aber leider nicht helfen, denn Sie haben uns hier eine Rechnung von ePrimo gegeben, aber wir sind die Stadtwerke Rüsselsheim. Das heißt, es gab extrem viele Menschen, die gedacht haben, sie wären Kunden der Stadtwerke Rüsselsheim, aber waren eigentlich Kunden von ePrimo. Und ich habe dann die Probe mal aufs Exempel gemacht. Meine Oma und mein Opa wohnen auch in Rüsselsheim und dann habe ich meinen Opa mal gefragt, als ich bei ihm war, Opa, wer ist denn eigentlich euer Stromanbieter? Und er hat gesagt, ja, die Stadtwerke Rüsselsheim. Und dann lag aber auf dem Küchentisch so ein Brief, wo so ein kleines ePrimo-Logo drauf war. Und da habe ich ihn gefragt, okay, und was ist das für ein Brief von ePrimo? Ja, das ist die Rechnung vom Strom. Und woher kam aber diese Verwechslung, dass so viele Leute gedacht haben, sie wären Kunden der Stadtwerke Rüsselsheim, obwohl sie bei ePrimo Kunden sind? Es war ganz einfach so, dass es früher keinen freien Markt beim Strom gab. Es war so, dass jede Stadt einen Stromanbieter hatte und jeder, der in dieser Stadt gewohnt hat, hatte Strom von diesem Anbieter. Und in Rüsselsheim war das früher das Überlandwerk Groß-Gerau. Dann wurde 2015 der Strommarkt vollständig liberalisiert. Das heißt, ab dann konnte jeder Stromanbieter seinen Strom anbieten, wo er möchte, und jeder Kunde konnte sich selbst auswählen, von wem er den Strom beziehen möchte. Dann später hat das Überlandwerk Groß-Gerau, was ja der ursprüngliche Versorger in Rüsselsheim war, hat dann später ePrimo gegründet als Tochterunternehmen und dann an RWE verkauft. Das heißt, ePrimo ist heute kein lokales Unternehmen mehr aus dem Rhein-Main-Gebiet, sondern ein Tochterunternehmen von RWE. Und wer aber in Rüsselsheim seit der Liberalisierung des Strommarktes, also seit 2005, nie seinen Anbieter gewechselt hat, der ist dann heute immer noch Kunde von ePrimo, weil er ja das Überlandwerk Groß-Gerau hatte, dadurch dann ePrimo und immer seinen Vertrag behalten hat sozusagen. Das heißt, unsere Zielgruppe waren vor allem Menschen, die seit 2005 nie ihren Stromanbieter gewechselt haben. Ihr seht also, wenn wir gesagt hätten, wir sind günstiger, wären diese Menschen garantiert trotzdem nicht gewechselt. Wir mussten da anders rangehen und haben deshalb unsere Zielgruppe nochmal zusammengefasst. Wie tickt unsere Zielgruppe? Und das sah so aus, dass diese Menschen schon lange in Rüsselsheim leben, mindestens seit 2005. Und dadurch haben die natürlich auch eine hohe regionale Identifikation. Die mögen ihre Stadt in der Regel, sonst würden sie nicht so lange da leben. Außerdem hatten die wenig Wechselbereitschaft. Das bedeutet, es waren sehr gute und treue Kunden mit einem sehr hohen Customer Lifetime Value, aber nur, wenn man sie auch als Kunden hat. Wenn man sie gewinnen will, ist es umso schwieriger. Dann waren es häufig ältere Menschen, die auch nicht unbedingt online-affin sind. Das heißt, wenn wir Facebook-Werbung geschaltet hätten, was wir ja auch haben, dann hätten wir die nicht unbedingt ganz erreicht. Und für diese Zielgruppe ist, wie gesagt, der Preis nicht das entscheidende Kriterium. Wir haben uns dann überlegt, was können wir für eine Kampagne machen, um diese Zielgruppe zum Wechsel zu den Stadtwerken Rüsselsheim zu bewegen. Dazu haben wir dann eine Kampagne entworfen, die hieß Sei 100% Rüsselsheim. So sah das Logo der Kampagne aus. Und oben seht ihr, steht ganz groß, ePrimo ist nicht Stadtwerke. Das klingt im ersten Moment hart, aber es ging uns nicht darum, ePrimo in die Pfanne zu hauen. Das Problem war nur, es gab ja einfach diese Verwechslung, dass die Leute gedacht haben, sie wären Kunden der Stadtwerke Rüsselsheim, aber waren in Wahrheit ePrimo. Das heißt, wir mussten diese Verwechslung aufklären. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, diesen Claim, ePrimo ist nicht Stadtwerke, dann hätten die Leute gesagt, sei 100% Rüsselsheim, die Kampagne finde ich super und weil ich meine Region unterstütze, deshalb bin ich Kunde von ePrimo. Das heißt, die Kampagne wäre komplett ins Leere gelaufen. Außerdem war auf diesem Logo noch eine Landingpage genannt, sei rüsselsheim.de. Die wird im Laufe der Kampagne auch noch eine wichtige Rolle spielen. Hier seht ihr mal die Kampagne komplett. Also es ging los mit der Online- und Offline-Werbung. Wir haben sowohl Online-Werbung geschaltet als auch Offline-Aktionen gemacht, die ich euch gleich genauer vorstelle. Und beide Werbeformen hatten das Ziel, die Menschen auf diese Landingpage zu führen, auf die sei-rüsselsheim.de. Und auf dieser Landingpage gab es 3 Möglichkeiten. Im Idealfall haben die Menschen direkt ihren Vertrag abgeschlossen und sind Kunden der Stadtwerke Rüsselsheim geworden. Im zweitbesten Fall haben sie sich zu einem Beratungsgespräch angemeldet mit Vertriebsmitarbeitern. Und die dritte Möglichkeit war, dass sie an einem Rüsselsheim-Quiz teilnehmen, was Menschen mit hoher regionaler Identifikation natürlich gerne machen. Und anschließend an dieses Quiz kam es halt zu einem Opt-in in unser Clicktip und dann hat eine Clicktip-Kampagne gestartet, die auch das Ziel hatte, die Menschen zum Vertragsabschluss oder zum Beratungsgespräch zu bewegen.
Was haben wir an Offline-Aktionen gemacht im ersten Schritt? Wir haben Plakate in der Stadt aufgehangen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie 2 Plakate an der Litfaßsäule, sondern wir haben die Stadt mit den Plakaten tapeziert. Es waren über 300 Plakate in Rüsselsheim, einer Stadt mit 60.000, 70.000 Einwohnern. Außerdem haben wir Bodenwerbung gemacht. Was das ist, zeige ich euch gleich. Also kurz erklärt, das sind so Brandings im Boden, gerade auf belebten Plätzen, hatten viele vorher noch nicht gesehen und dadurch hat es natürlich auch eine enorme Aufmerksamkeit generiert. Dann hatten wir ein externes Vertriebsteam, was die ganzen Beratungstermine gemacht hat mit den Kunden. Wir haben eine Postwurfsendung gemacht, gerade die Zielgruppe, die überhaupt nicht im Internet ist, waren ja auch viele Rentner und sehr alte Menschen dabei. Für die haben wir eine Postwurfsendung gemacht, wo wir ihnen angeboten haben, es kommt ein Mitarbeiter der Stadtwerke Rüsselsheim von dem Vertriebsteam zu Ihnen und berechnet mit Ihnen, ob Sie beim Strom sparen könnten. Und ganz wichtig, falls ihr selbst mal so ein Postwurfschreiben macht, ihr müsst es den Kunden so einfach wie möglich machen. Zum einen, Sie können es direkt ausfüllen und das Porto solltet ihr bezahlen, sonst killt es euch die Conversion Rate. Und dann waren wir natürlich noch bei den Veranstaltungen präsent, die in Rüsselsheim waren und hatten auch Aktionen gemacht mit den Sponsoring-Partnern, wie zum Beispiel der Volleyball-Bundesligamannschaft von den Rhein-Main-Volleys. Hier seht ihr mal, wie diese Bodenwerbung aussah. Da hatten wir also auch dieses Logo, ePrimo ist nicht Stadtwerke, sei 100% Rüsselsheim. Das haben wir dann an belebten Plätzen auf den Boden projiziert. Das hat eine Agentur gemacht, das, keine Ahnung, hält so 10, 14 Tage lang, je nachdem wie oft es regnet auch. Und es hat eine enorme Aufmerksamkeit generiert. Also ihr seht hier unten, das hat jemand in Facebook gepostet und der hat hier 56 Gefällt mir bekommen. Das heißt, die Leute konnten sich mit der Kampagne auch identifizieren, die Rüsselsheimer, und 26 Kommentare. Das heißt, es war ein Gesprächsthema, es war irgendeine Privatperson, die das gepostet hat. Natürlich ging das Ganze dann auch durch die Medien. Ihr seht hier links einen Zeitungsartikel und was sehr cool war, dass wir auch zum Auftakt dieser Kampagne, die wir 2x10 Tage durchgeführt haben, die Adam-Opel-Statue in Rüsselsheim genommen haben. Opel kommt ja aus Rüsselsheim und in der Innenstadt steht so eine Adam-Opel-Statue und der haben wir so eine Schärpe umgehangen von den Stadtwerken Rüsselsheim mit Stadtwerke-Werbung. Dieses Bild hat enorme Aufmerksamkeit generiert. Die Schärpe hat vielleicht 5 Minuten an dem gehangen, aber das Bild haben tausende Menschen gesehen. Außerdem war noch ein Testimonial, also eine Pressereferenz war, in Rüsselsheim fahren die örtlichen Stadtwerke aktuell eine Neukundenkampagne, wie man sie auf dem liberalisierten Strommarkt in dieser Form wohl noch nicht gesehen hat. Also wir haben damit eine enorme Aufmerksamkeit generiert und haben auch unser Ziel erreicht. Das heißt, wir haben in einem Jahr 2414 Neukunden gewonnen und damit sind die Stadtwerke Rüsselsheim ab 1. Januar 2019 Grundversorger in Rüsselsheim. Dankeschön. Welchen Nutzen hatte der Kunde jetzt davon? Ich habe mal geschaut, was ist der durchschnittliche Stromverbrauch in Deutschland. Da seht ihr, bei 2 Personen sind es durchschnittlich 2700 Kilowattstunden, bei 3 Personen sind es 3400 Kilowattstunden. Die durchschnittliche Haushaltsgröße sind ungefähr 2,5 Personen. Das heißt, wir nehmen mal an, dass der Verbrauch pro Haushalt bei 3000 Kilowattstunden liegt. Dann habe ich mal geschaut, was kostet denn 3000 Kilowattstunden in Rüsselsheim von den Stadtwerken Rüsselsheim. Da ist hier der günstigste Tarif, liegt bei 838,20 € pro Jahr. Und wenn wir jetzt berechnen, 2414 Neukunden mal durchschnittlicher Umsatz von 838,20 €, dann ergibt es insgesamt einen Umsatz von 2.023.414,80 €. Und dieser Umsatz ist jährlich wiederkehrend, also ca. 2 Millionen € jährlich wiederkehrender Zusatzumsatz und das von einer Zielgruppe, die sehr wenig Wechselbereitschaft hat, die einen sehr hohen Customer Lifetime Value hat. Das heißt, viele werden auch noch viele Jahre Kunden bleiben. Und darüber hinaus kriegen die Stadtwerke Rüsselsheim ja auch noch dann ab Januar 2019 alle Grundversorgungskunden. Das heißt, dadurch steigt der Zusatzumsatz nochmals. Es war also eine extrem effektive Kampagne, die den Stadtwerken Rüsselsheim sehr viel gebracht hat. Und Dankeschön. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat es mir gebracht? Wen würde interessieren, wie viel ich dafür bekommen habe? Muss ich euch leider enttäuschen, ich darf es euch leider nicht sagen, sorry. Aber was ich euch sagen kann ist,
es waren keine 50% von den 2 Millionen Euro. Es waren sogar noch nicht mal 10%. Wer würde sagen, ich habe schlecht verhandelt? Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Und auch die Stadtwerke Rüsselsheim sind extrem zufrieden, denn wenn man das mal berechnet, wenn man die 2 Millionen Euro jährlich wiederkehrenden Zusatzumsatz nimmt, wo jetzt noch gar nicht die Grundversorgung drin ist, und das durch meinen Rechnungsbetrag teilt, dann ergibt es einen gigantischen Return on Investment für die Stadtwerke Rüsselsheim. Was kann ich euch zum Thema Offline-Marketing mitgeben? Wann funktioniert Offline-Marketing? Ihr müsst omnipräsent sein. Macht anstatt dauerhaft ein bisschen Offline-Werbung, wenn ihr sowas macht, dann einen kurzen Zeitraum, aber da müsst ihr Thema Nummer 1 sein bei eurer Zielgruppe. Ihr müsst da wirklich omnipräsent sein und die Menschen mit eurem Thema beschäftigen. Die Menschen müssen sich mit eurem Thema beschäftigen. Die Kampagne muss natürlich ein klares Ziel haben. Bei uns war es die Neukundengewinnung. Es gab zwar verschiedene Wege, wie das erreicht wurde, aber wir hatten das klare Ziel, am Ende muss der Neukunde rausspringen. Branding sollte nicht das Hauptziel sein, wenn ihr Offline-Werbung macht, gerade in eurer Zielgruppe kleine und mittelständische Unternehmen. Es funktioniert vielleicht für Großunternehmen, wenn ihr Formel 1 guckt und dann nach jeder Werbepause Krombacher Werbung kommt, dann baut es natürlich ein Branding auf, weil ihr es da dutzende Male seht, aber diese Möglichkeiten haben kleine und mittelständische Unternehmen in der Regel nicht, zum Beispiel TV-Werbung zu schalten. Und eure Zielgruppe muss sich zu 100% mit eurer Botschaft identifizieren. Mit der Botschaft sei 100% Rüsselsheim konnte sich diese Zielgruppe, die schon lange in Rüsselsheim lebt, natürlich voll und ganz identifizieren. Die Leute haben die Kampagne gefeiert. Und noch ein persönliches Wort, ich bin selbst gebürtiger Rüsselsheimer und ich konnte mich natürlich auch mit der Kampagne voll und ganz identifizieren, weil es mir auch eine Ehre war, als Certified Consultant die Wirtschaft in meiner Heimatregion zu unterstützen, Arbeitsplätze zu sichern. Und das ist schon was Tolles, was ihr machen könnt als Certified Consultants. Und jetzt kommen wir zum ganz entscheidenden Punkt, der extrem wichtig ist, damit Offline-Werbung funktioniert. Ihr müsst es mit Online-Werbung und mit Retargeting verknüpfen. Denn letztendlich waren diese Offline-Aktionen, die wir gemacht haben, die waren nur der Door-Opener für die Zielgruppe. Damit haben wir die Aufmerksamkeit generiert. Wir haben damit auch sehr viel Aufmerksamkeit generiert. Aber alle Aufmerksamkeit der Welt bringt euch nichts, wenn ihr die Menschen dann nicht zum Handeln bringt. Und die Handlungsbereitschaft, die entsteht, wenn ihr Vertrauen zu eurer Zielgruppe aufbaut. Und Vertrauen könnt ihr perfekt aufbauen durch Retargeting. Ich habe euch eine Statistik mitgebracht. Da seht ihr, wann Verkäufe stattfinden. Und beim ersten Kontakt zwischen einem potenziellen Kunden und einem Unternehmen kommt fast kein Verkauf zustande, gerade mal 2% aller Verkäufe. Beim zweiten Kontakt sieht es auch nicht viel besser aus. Da sind es dann 3%. 5% beim dritten Kontakt, 10% beim vierten, da wächst das Vertrauen dann langsam. Aber der Hauptteil wird zwischen dem 5. und dem 12. Kontakt gemacht, nämlich 80%. Das heißt, ihr müsst Vertrauen zu eurer Zielgruppe aufbauen. Und wir hatten ja die Kampagne, ich hatte es euch ja schon gezeigt, wir haben dieses Rüsselsheim-Quiz gemacht, was sehr gut angekommen ist und haben die Leute von da in eine Clicktip-Retargeting-Kampagne geführt, die das Ziel hatte, die Menschen zum Vertragsabschluss oder zum Beratungsgespräch zu bringen. Wenn ihr Retargeting macht, damit das Ganze funktioniert, ist ganz wichtig, ihr müsst bedenken, Menschen sind unterschiedlich. Und deshalb müssen Menschen auch unterschiedlich angesprochen werden. Für manche Menschen sind nur die Fakten relevant. Die sagen, was kostet der Strom, wo ist es am günstigsten, da gehe ich hin, fertig. Andere sind da eher emotional, die sagen, ich möchte meine Heimatregion unterstützen, ich möchte Ökostrom haben, ich möchte Arbeitsplätze in meiner Region sichern und deshalb wähle ich einen lokalen Anbieter. Das sind Dinge, wie ihr die Menschen emotional ansprechen könnt. Andere wollen Social Proof haben, die wollen sehen, okay, der ist da auch Kunde und der auch, dann werde ich auch Kunde. Und diese verschiedenen Ansprachen könnt ihr alle ins Retargeting reinpacken und so trefft ihr jeden irgendwo, dass ein Trigger ausgelöst wird, der diese Person anspricht und zum Handeln bewegt. Was ich ganz oft sehe bei Retargeting-Kampagnen ist, dass Leute sehen, okay, da war jemand zum Beispiel auf meiner Website, hat aber nicht gekauft, dann schieße ich direkt mal einen Rabatt hinterher, damit er dann doch noch kauft. Macht das bitte nicht. Wer kennt das Buch Preisheiten von Hermann Simon? Okay, wenige.
Da geht's, also es ist ein Buch komplett über Pricing und da ist wirklich sehr, sehr genau aufgeführt, dass Rabatte wirtschaftlich totaler Mist sind. Denn der Rabatt, den ihr gebt, der geht zu 100% von eurem Gewinn runter. Die Fixkosten, die Kosten, die ihr habt, die sind ja gleich. Wenn ihr Rabatte gebt, geht es komplett von eurem Gewinn runter. Deshalb gebt bitte keine Rabatte, wenn überhaupt, dann erst, wenn die Leute schon ewig lang in der Retargeting-Schleife sind. Was wesentlich besser ist, ist ein zeitlich begrenzter Bonus, weil ihr da ganz einfach eine Verknappung habt, weil es diesen Bonus ja nur für eine bestimmte Zeit gibt. Und dadurch könnt ihr die Menschen zum Handeln bringen, aber bekommt natürlich trotzdem den vollen Preis und müsst dann nicht massiv euren Gewinn einschränken. Dann habt ihr mit Retargeting wirklich ein extrem weites Feld, was ihr da nutzen könnt. Gerade für Cross- und Upselling. Wer bekommt hin und wieder E-Mails von Amazon? Nehmen wir mal an, ihr würdet zum Beispiel bei Amazon eine Digitalkamera kaufen. Dann könnt ihr ein Ei drauf backen, dass ihr dann bald eine E-Mail bekommt, dass ihr ja die Digitalkamera gekauft habt und dass er ja ein super Stativ zu gibt, was dazu perfekt passen würde. Das ist dann zum Beispiel Cross-Selling mit Retargeting über E-Mail-Marketing. So könnt ihr E-Mail-Marketing perfekt für Cross- und Upsells nutzen und das natürlich super gut mit Clicktip. Denn mit Clicktip könnt ihr in den Kampagnen Retargeting-Serien anlegen. Das heißt, ihr könnt sagen, okay, eine Kampagne startet, wenn Kunde Produkt A gekauft hat und wenn er Produkt A gekauft hat, dann soll Produkt B verkauft werden. Die Kampagne läuft so lange, bis er auch noch Kunde von Produkt B ist. Wenn er dann Produkt B gekauft hat, startet eine Kampagne, die läuft so lange, bis er Kunde von Produkt C ist. So könnt ihr den Kundenweg immer weiter führen und so euren Kundenwert wirklich explodieren lassen, weil ihr die Möglichkeit habt, immer weiteren Mehrwert den Kunden zu geben. Deshalb nutzt für jeden Schritt des Weges Retargeting-Kampagnen und führt den Kunden immer zum nächsten Schritt weiter. Und dazu ist natürlich Clicktip Enterprise genial, weil ihr da keine Limits habt. Da könnt ihr so viele Kampagnen anlegen, wie ihr wollt. Deshalb meine absolute Empfehlung, Clicktip Enterprise. Hier mal ein kleiner Auszug aus der Kampagne, die wir für die Stadtwerke Rüsselsheim gemacht haben. Gehen wir es durch. Also das Ganze hat gestartet, wenn die Leute am Rüsselsheim-Quiz teilgenommen haben. Und dann wurde zuerst mal geprüft, sind die denn schon überhaupt Stromkunde? Falls ja, dann haben sie eine E-Mail bekommen, vielen Dank für Ihre Teilnahme am Quiz und da wurde Ihnen nochmal bekräftigt, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben und ja, wurde Ihnen halt noch gezeigt, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben mit den Stadtwerken Rüsselsheim. Falls Sie aber noch kein Stromkunde waren, dann kam die nächste Überprüfung mit der Wenn-Dann-Funktion. Dann haben wir geguckt, haben die sich schon zum Beratungsgespräch angemeldet? Falls ja, dann haben Sie eine E-Mail bekommen nach dem Motto, vielen Dank für Ihre Teilnahme am Quiz und wir freuen uns auf den Termin mit Ihnen. Falls Sie aber auch das nicht gemacht haben, dann ist das losgegangen, was ich euch gezeigt habe zum Retargeting, dass wir Vertrauen aufgebaut haben und die Menschen überzeugt haben, zu den Stadtwerken Rüsselsheim zu wechseln. Dann kam zum Beispiel die erste E-Mail, vielen Dank für die Teilnahme am Quiz. Was machen denn die Stadtwerke eigentlich für Rüsselsheim? Und so haben wir dann das Ganze immer weitergeführt, vor jeder Mail die Abfragen gemacht. Sind die jetzt Stromkunde, beziehungsweise haben die sich jetzt zum Beratungsgespräch angemeldet? Und wenn nein, dann weiter Vertrauen aufbauen. So lange, bis sie dann Kunden geworden sind oder zumindest einen Beratungstermin vereinbart haben. Und wenn wir diese Kampagne nehmen von den Stadtwerken Rüsselsheim, wer würde sagen, es würde extrem unprofessionell aussehen, wenn die Empfänger sehen würden, dass das von einem Newsletter-System versendet wurde? Deshalb Clicktip Enterprise mit Whitelisting, gerade im Mittelstand, ist es meiner Meinung nach ein Muss, einfach weil da auch Wert gelegt wird auf höchste Qualität und die habt ihr ganz einfach mit Clicktip Enterprise. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie ich als Certified Consultant Clicktip Enterprise verkaufe und ich muss euch sagen, ich verkaufe Clicktip Enterprise gar nicht, sondern ich verkaufe meinen Kunden einen Marketingprozess und in diesem Marketingprozess ist Clicktip Enterprise dann ganz einfach ein Baustein, der dazugehört, um das Ziel, was wir mit dem Marketingprozess haben, zu erreichen. Die Voraussetzung, dass ihr das machen könnt, ist natürlich, dass der Kunde eurer Expertise als Certified Consultant vertraut und dass er sagt, okay, wenn ihr sagt, dass wir das dazu brauchen, um das Ganze zu erreichen, dann nehmen wir Clicktip Enterprise, gehört dann halt dazu. Und ich habe am Anfang den Fehler gemacht, dass ich mal einem Kunden das Ganze, was ich damals in Sofia dann auch gelernt hatte, wie zum Beispiel den Senderscore, dass ich dem Kunden das alles zeigen wollte, dass er mit Clicktip Enterprise einen wesentlich besseren Senderscore hat, nah an der 100 und es hat den Kunden überhaupt nicht interessiert. Die Kunden vertrauen euch, sagen, okay,
du baust den Prozess auf, sodass es funktioniert und was da die Details sind, das interessiert die überhaupt nicht. Deshalb, sowas würde ich nur besprechen auf Nachfrage. Wenn ihr das als Ass im Ärmel habt, umso besser, aber ich würde nicht von selbst darauf eingehen, weil ihr solltet lieber Ergebnisse verkaufen. Der Kunde möchte nämlich Resultate haben. Dem Kunden ist es relativ egal, wie ihr die Resultate erreicht. Die Hauptsache ist, dass ihr die Resultate erreicht. Und wenn ihr das euren Kunden bieten könnt, dann ist Clicktip Enterprise verkaufen quasi ein Selbstläufer, weil es einfach ein Bestandteil auf dem Weg zum Ziel ist. Ihr seid hier, wie ihr heute schon mehrfach gehört habt, in einem gigantischen Blue Ocean Markt. Deshalb nutzt diese Chance, die ihr habt. Ihr habt hier einen gigantischen Markt für euch. So viele mittelständische Unternehmen in Deutschland, die bei der Marketingautomatisierung noch weit hinten dran sind und mit denen ihr gigantische Erfolge erreichen könnt mit eurem Know-how. Diese Chance solltet ihr unbedingt nutzen. Aber ich muss dazu sagen, es hat nicht nur Gutes, dass es ein Blue Ocean Markt ist. Und das merke ich bei mir selbst, denn dadurch, dass es so ein gigantischer Blue Ocean Markt ist, bin ich die letzten Monate komplett ausgelastet gewesen. Ich konnte leider keine neuen Anfragen annehmen, einfach weil, ja, alles... Aber ich habe mir gedacht, ich will trotzdem noch mehr bewegen. Deshalb habe ich in letzter Zeit mit einigen Leuten Gespräche geführt, die sich vorstellen könnten, mit mir zusammenzuarbeiten. Einige sind auch heute hier. Aber in einem Bereich brauche ich noch Leute, und zwar im Telesales. Wer von euch hat Erfahrung im Telesales, kann hochpreisig verkaufen und hätte Interesse, mit mir zusammenzuarbeiten? Okay, falls es jemanden gibt, dann schreibt bitte eine SMS mit Kooperation, dann Leerzeichen, eure E-Mail-Adresse an die altbekannte Clicktip-Nummer mit 0049 davor und dann besprechen wir zusammen, welche Möglichkeiten es da gibt. Vielen Dank.